Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind überrascht worden. Wir haben gerastet auf dem Weg nach Baldur's Gate und sind jetzt durch ein Portal in der Astralebene gelandet und die Githyanki greifen hier hinten an. Bei dem Riesenschädel, da müssen wir gleich mal hin. Vorher schauen wir uns aber hier nochmal um und plündern so ein bisschen. Und vielleicht machen wir sogar hier nochmal die Stufenaufstiege fertig. Astarion Stufe 10. Wir erhalten eine weitere Stufe für den Waldläufer. Haben hier einen extra Angriff. Nach einem Angriff mit oder ohne Waffen kannst du gratis einen zusätzlichen Angriff ausführen. Das ist natürlich super und viel wert. Hier können wir uns noch einen Zauber auswählen. Wollen wir mal gucken, was wir da vielleicht nehmen können. Rindenhaut. Schütze eine Kreatur vor Angriffen, erhöht ihre Rüstungsklasse auf bis zu 16. Dunkelsicht, schwache Genesung. Du beschwörst einen Schleier aus Schatten und Stille, der dir und allen Gefährten in Reichweite einen Bonus von plus 10 Aufwürfe auf Heiligkeit verleiht. Dabei müssen wir uns konzentrieren. Schutz vor Gift, Stille, Dornenwuchs. Ja, ist okay. Ich weiß nicht so recht, was wir nehmen sollen. Ich glaube, wir nehmen einfach den Dornenwuchs. So, Lizelle kann auch aufsteigen. Hat jetzt über 100 Trefferpunkte hier. Und wir können einen Kampfstil auswählen. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf die Rüstungsklasse, wenn du eine Rüstung trägst. Wenn du in der einen Hand eine Nahkampfwaffe führst, die weder zweihändig noch vielseitig ist, das haben wir. Leibwache. Wir tragen keinen Schild. Kampf mit zwei Waffen. Wenn du mit der Zweihandwaffe einen Angriff ausführst, kannst du den Schaden des Angriffs deinen Attributsmodifikator hinzufügen. Ich glaube, das nehmen wir. Das hört sich gut an. Rüstungsklasse, hier Verteidigung brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Und Nuramon steigt auf. Da wollen wir mal gucken, was wir hier kriegen. Göttliche Gesundheit. Die heilige Magie, die dich durchfließt, macht dich gegen Krankheiten immun. Gegner verdammen, Eid der Feindschaft. Du bist bei Angriffswürfen gegen einen Gegner im Vorteil. Schwurzauber kriegen wir hier noch. Und wir können Zauber vorbereiten. Ich würde das alles mal, glaube ich, so annehmen. Und dann können wir hier vielleicht auch nochmal eine kurze Rast einlegen, damit wir ein bisschen geheilt sind. Warum ist Lizelle ganz oben? So. Das ist ja irgendwie komisch jetzt hier. Ja, lassen wir das mal so. Da wollen wir nochmal hoch. Das Yankee Kurzschwert können wir auf jeden Fall verkaufen. Der Plünderer hat ein bisschen was da. Ich schleiche jetzt mal mit allen anderen, um zu schauen. Ich glaube, wir müssen hier sogar oben lang, oder? Ich glaube, wir können gar nicht unten lang. Help me. Dann sollten wir vielleicht unten noch mal vorher plündern. So, hier hinten war ja nichts. Doch, da ist noch eine Truhe tatsächlich. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir da hinkommen. Das ist natürlich tricky, ne? Wenn man hier direkt in den Kampf einsteigt, dann übersieht man hier diese Truhe ganz gerne. Und hat ein paar Tränke dann vielleicht nicht. Da drüben könnte man vielleicht auch noch hin. No traps, please. Ja, unser Traumbesucher, der ruft hier natürlich nach Hilfe. Den töten wir. Und weg ist er. Okay, dann gehen wir hier nochmal hoch.
Da finden wir eine Gizyanki-Tafel. Das Bild auf dieser Tafel wurde mit so viel Druck eingraviert, dass es fast den Stein durchbricht. Abbildungen von Zaubern und Waffen bilden einen Rahmen um eine einsame Figur in der Mitte. Einen Mann, der mit gesenktem Kopf und ausgestreckten Armen zwischen zwei Felsen angekettet ist. Ich weiß nicht, nehmen wir vielleicht mal mit. So, ich würde eigentlich ganz gerne auf die andere Seite noch kommen, aber ich glaube, das ist zu hoch dort. Ja, ja, wir beeilen uns ja schon. Wir lassen uns aber auch nicht hetzen hier von ihm. Er ist tatsächlich zu weit entfernt. Vielleicht kommen wir hier rüber. Tatsache, da kommen wir rauf. Dürfen alle anderen auch versuchen mitzukommen. So the demonic figures come to the skull. were Githyanki all along. Oh, kaputten Knüppel. Ja, den können wir auch wieder ablegen. Wow, wir haben richtig viel Gewicht, das wir tragen können hier auf einmal. Ich denke, das liegt an der Astralebene, aber... Help me. Ja, wir kommen doch schon. Das macht es auch nicht besser, wenn du immer wieder sagst, helf mir, helf mir. Was haben wir hier für eine schöne Tafel? Die wollen wir uns auch mal durchlesen. Die Tafel ist mit verblassten Symbolen überzogen, über die eine Zeichnung eingraviert wurde. Sie stellt eine Armee bei Kampfübungen dar. Ihr Kommandant steht mit stolzer Haltung in der Mitte, sein Gesicht ist vernarbt. Seine Augen glühen vor Leidenschaft. Hoch über ihm zieht ein Komet über den Himmel. Nehmen wir auch mal mit. It's not over. Come to the skull. Wir sind auf dem Weg. Ah ja. Alright, time to skulk about. Dann springen wir mal erst mit Astarion rüber. I can't hold them off much longer. It's not over. Come to the skull. So, alle mal schleichen, bitte. Hurry. I can't hold them back alone. Beißen können wir den noch. Let's do it. Dann sind wir nämlich auch gleich wieder glücklich. Und dann können wir noch versuchen, den hier zu machen. It's not over. Wunderbar. Come to the skull. Genau so muss es laufen. Out of sight, out of mind. Und wir bleiben mal versteckt. Das haben wir ja gut gelöst hier. I need you. Now. On my way. Da ist noch eine göttliche Knochenstäbe. Die findet man nicht so oft, tatsächlich. Let's see what you're hiding. Abgrundkriecher, Intellektverschlinger. Ich wundere mich halt, dass hier diese Intellektverschlinger auch auf der Astralebene sind. Ja, da hinten kämpfen sie schon.
another tentacled freak. What in the hells is this? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Okay, das ist der Traumbesucher. Krass. Beweist mir, dass ihr seid, wer ihr sagt. You slept with the Drowned Dara. You pleased her. You killed the Asima Night Song. You didn't have to. You let me live. Last time you were here, though it brought Blackhead's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Wir können mal versuchen, die Gedanken wahrzunehmen. Despite your best attempts to be subtle, the mind flare's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Okay, ich denke, wir sind überzeugt. Happy? Now, join me. Fight! Dich dem Kampf des Gedankenschinders anschließen. Together, we can turn the tide. Okay, wir haben hier ein paar Githyanki. 4 Stück, soweit ich das sehen kann. Ui. Sounds like Greifen wir mal erst den an. Sehr gut. Da haben wir verfehlt. Schade. Nicht zu weit rennen. Wunderbar. Wir dürfen nochmal hauen. Achso, weil wir den Zusatzangriff jetzt haben, genau. Haben wir doch noch ein bisschen Schaden. Fresh orders? Eigentlich müssten wir den zuerst töten. Damit er gleich nicht tätig werden kann. Genau so. Lilala. Und dann kommen wir hier nochmal ran. Oh, da oben steht einer. Ja, komm mal runter. Autsch. Der steht auch da oben. Na schön, was hast du? Da gehen wir mal auf die Weisheit vielleicht. Das war nicht so klug. Ah, der ist unterworfen und kämpft jetzt für uns. Das ist cool. For Orpheus! Attacker! Einmal bezaubern, damit er nicht nochmal angreift.
Aber da den Rettungswurf geschafft. Schlägt aber nochmal fehl. Schön, der hat getroffen. Sehr schön. Astarion, ich bin begeistert. Your command. Oh, Konzentration verloren. Schade. Und wir sind gelähmt. Einmal bezaubern. Wieder den Rettungswurf geschafft. Mensch. Autsch. Sehr schön, der wäre schon mal ausgeschaltet. Oh, 0 Trefferpunkte. On your command. Sehr gut. Fehlt noch der Gelut Gishra. Der ist jetzt auf dem Ende. In der Nähe von Nuramon. Das passt. Can't slow down. Aber auch nochmal verwünschen. Würde ich auch auf die Weisheit gehen. Und vielleicht stoßen wir ihn ja sogar in den Abgrund. Nee, schade. I must regain control over the Githyanki prince. Okay, aber ich glaube, wir haben den Kampf gewonnen. Du kannst dich mal verstecken. Ja, sehr gut. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. It's obscene to owe my life to a damned geich. No more lies, no more tricks. I will have answers. Ich frage euch erneut, wer seid ihr? Und diesmal brauche ich einen Namen. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was
happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Okay, musstet ihr die Gehirne von Verbrechern essen? Rather them than potential future allies, like you. Fürst Gortash war einer der Auserwählten der Kolonie. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an elder brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Mir war nicht klar, dass Gedankenschinder frei denken können. Not all mind flayers are alike. I have always valued freedom above all else. In my past life and present. It has been a burning need within me for as long as I can remember. Also erzählt ihr mir, worum es bei diesem Kampf hier ging? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Wart ihr auch hier gefangen? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Sehr interessant. Wollte Vlaakith, dass wir euch oder Orpheus töten, als er uns ins Prisma geschickt hat? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him, in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was imprisoned. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlaakith will be finished.
In der Tat, ja. Was passiert, wenn wir Orpheus befreien? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. Je mehr ich mit euch spreche, desto weniger erscheint ihr mir wie ein Gedankenschinder. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Warum sagt ihr das? I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Boah, schwierige Entscheidung. Was würde das bedeuten? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Wenn ihr mich weiterentwickeln könnt, warum könnt ihr die Zeremorphose dann nicht vollständig aufhalten? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? Wir wollen mächtig sein und mächtig werden, also lassen wir uns mal weiterentwickeln. Squaw! Whatever this geek offers is no gift to you. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Wir gehorchen ihm. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Über was denn? A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia. It has become extraordinary. Die Absichten der Larve zu ergründen versuchen. Wir versuchen es einfach mal. Aber schaffen wir nicht ganz. Schade. The tadpole prickles with excitement, its thoughts rampant and chaotic in its rush to communicate with you. It is impossible to discern any single intention. Der Larve deinen Geist öffnen oder sie essen? Wir essen sie mal. What are you? A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. I suppose, if it works. But if you had opened your mind to it, rather than consuming it, your allies could have taken advantage of its power as well. The tadpole's essence courses through you.
Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Du hast die Zeremorphose durchlaufen und bist nun halb Illithide. Du kannst jetzt sogar noch mächtigere Psionik freischalten. Interessant. Das werden wir uns mal in der nächsten Folge anschauen, liebe Leute. Und da werden wir ja auch die restlichen Sachen nochmal plündern und gucken, ob wir hier mit der Astralkugel der Beherrschung vielleicht noch kommunizieren können. Interessant auf jeden Fall, dass hier der Traumbesucher ein abtrünniger Illithide ist, namens der Imperator. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten, aber so scheint es wohl zu sein. Und hier der Orpheus, der schützt uns quasi vor dem Einfluss der Absoluten oder dem ältesten Gehirn. Ja, wir machen weiter in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.